Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin heute in Furtwangen beim MECOP, Modelleisenbahnclub Oberes Bregtal. Und der ist in der Friedrichsschule in Furtwangen schon seit einiger Zeit zugange. Und ich schaue mir jetzt hier gerade die H0-Anlage an und zeige jetzt zuerst die H0-Ausstellung, die Lokausstellung. Die haben hier nicht eine, nicht zwei, nicht drei, insgesamt 180 Loks einsatzbereit geparkt. Und die versuche ich jetzt mal einfach ein bisschen zu zeigen, aber auch ein bisschen im Schnelldurchgang, sonst würde das einfach jetzt zu lang dauern. Es sind also oben hauptsächlich E-Loks. In der zweiten Etage sind einige Dampfloks und später auch Dieselloks. Und auch einige Besonderheiten. Das meiste sind hier Märklin-Loks. Die befinden sich hier auf alten Märklin-M-Gleisen, diese Metallgleise. Und hinter jeder Lok ist eine Weiche. Und die Weichen werden auch tatsächlich elektrisch geschaltet. Die Züge, die ganzen Loks sind einsatzbereit und können dann tatsächlich von hier, von ihren Parkflächen aus losfahren. Auch das zeigen wir nachher, aber jetzt zeige ich erstmal einfach diese kleine imposante Ausstellung. Auch das ist ja schon beeindruckend, was man hier so alles sehen kann. Und auch Triebwägen sind hier zu sehen, eine S-Bahn und hier auch der VT11. Der braucht natürlich ein bisschen ein größeres Abstellgleis und alles mögliche weitere. Jetzt die untere Etage noch. Und prinzipiell, wenn jetzt eine Lok dann in den Einsatz geht, dann fährt sie los. Hier zum Beispiel wird jetzt eine V200 stehen. Die steht jetzt aber nicht, weil momentan diese Gleise technisch ein kleines Problem haben, Kurzschluss irgendwann an einer Stelle. Die würde jetzt hier über dieses Gleis in der zweiten Etage rüberfahren bis zu einer bestimmten Stelle. Und ab da kann ich sie dann schon zeigen, wie sie hier im Einsatz ist. Also wir sehen jetzt hier die V200, die steht jetzt hier bereit auf einem Paternoster, auf einem elektrischen Antrieb, der hier die Etage runterfahren kann. Und diese Lok wird dann in Betrieb gesetzt. Hier wird das alles gesteuert. Dieses ganze etwas XXL-Betriebswerk, würde ich jetzt hier sagen, wird aber nur mit einer Mobile Station gesteuert. Und da gibt es dann diese Märklin-Lok-Karten, mit denen man die Lok auswählen kann. Und dann kann die Lok hier tatsächlich ausgewählt werden und in Betrieb genommen werden. Und hier sehen wir ein ganz kleines Weichentableau mit 180 Weichen, die jetzt hier im Einsatz sind für die 180 Abstellplätze. Und daneben dann noch die Weichen für die Etage tiefer, auf die gehe ich jetzt auch gleich ein. Und die werden alle hier über Relais geschaltet. Das heißt, das läuft alles hier mit entsprechenden Schaltern und Tastern. Und hier sieht man die Verkabelung. Und wenn wir jetzt den Paternoster in Betrieb setzen, dann wird jetzt hier gedrückt und dann fährt der Paternoster hier los. Die Lok fährt dann hier in eine Ebene, entweder in die Ebene, um hier Personenwagen als Personenwagenzug sich herauszusuchen, oder hier in den Güterzugbereich. Und das zeigen wir jetzt mal hier andeutungsweise. Das wäre hier zu tief.
Normal würde er jetzt hier einen Güterzug aufnehmen und würde fahren. Jetzt ist er hier schon unten, aber da sehe ich ihn jetzt fast nicht mehr. Vielleicht kommt er nochmal hoch. Dann zeigen wir hier, wie er jetzt hier in diesen Bereich reinfahren würde. Jetzt kommt er wieder. Und jetzt kann er hier sich einen Zug raussuchen und kann hier losfahren. Jetzt hat er Ladehemmung. Das mag er nicht, ne? Muss ihn jemand schieben. Ja. Und jetzt fährt die hier raus aus dem Bereich. Hier haben wir einen kleinen Höhenunterschied anscheinend, deshalb ist sie hängen geblieben. Und rein theoretisch würde dann der Zug, wenn die kleinen technischen Probleme behoben sind, hier rausfahren und würde sich dann hier auf einem dieser vielen Abstellgleise einen passenden Güterzug suchen. Zeige ich jetzt auch mal ein paar. Insgesamt 35 Gleise. Und dann fährt er mit dem Güterzug wieder in den Paternoster rein und würde dann mit dem ganzen Paternoster als ganzer Zug runterfahren. Und dann kann der Zug hier rausfahren aus dem Paternoster und kommt hier am Gleis an. Und für den Zweck haben wir hier schon vorbereitet die 05003 mit einem Fern-D-Zug, der jetzt hier auf Reisen geht. Und natürlich muss der hier über den Fußboden hier durch den Tunnel fahren. Ist ganz schön gelöst. Man kann also sehen, wie der Zug jetzt hier rüberfährt. Und jetzt muss der Strom auf die Hauptanlage umgeschaltet werden, weil das war jetzt hier der Rangierbereich mit der Mobile Station. Wird nichts, muss ich schieben. Jetzt sehr, sehr gut. Und jetzt fährt die 05 in eine kleine Gleiswendel oder eher ein Gleisoval mit Wendel. Das zeige ich jetzt hier mal und fährt jetzt hier die Rampe hoch. Normalerweise sagt man mal Gleiswendel, weil die dann als Spirale hochgeht und in dem Fall hat man hier fast 5 Meter für eine Windung. Das sehen wir jetzt hier. Schön gemächlich diesen Anstieg auf dieses Gleisniveau von ungefähr 1,10 Meter, tippe ich jetzt mal. Ist halt doch einiges an Höhenunterschied, die man hier überwinden muss. Und jetzt geht es in die nächste Ebene. Und demnächst kommt dann die 05003 oben im Schattenbahnhofsbereich raus. Auf dem können dann für einen normalen Fahrbetrieb an Fahrtagen auch diverse Züge getauscht werden, die dann nicht diese lange Strecke fahren müssen. Und man sieht hier einige, die zwischengeparkt sind. Und demnächst kommt sie jetzt, wo kommt sie ran? Mal schauen, da kommt sie raus. Dauert noch ein bisschen. Und jetzt kommt sie dann hier raus.
fährt hier durch den Bahnhof und wird dann wahrscheinlich gegen den nächsten Zug getauscht oder fährt weiter. Mal schauen, ich lasse mich jetzt mal überraschen. Wahrscheinlich hat es den Signal überfahren. Es sind auch auf der Anlage noch nicht alle Signale verbaut. Das ist alles noch im Bau. Momentan ist auch noch ein bisschen die Digitalisierungsphase, der Umbau auf die neue Digitalsteuerung und auf die Rockrail-Steuerung. Insofern ist hier einiges momentan noch im Umbau. Da sehe ich es jetzt nicht. Müsste es dann da rauskommen. Also. Und jetzt geht es nach der langen Brücke langsam wieder rüber in einen großen Halbkreis. Am Fahrdienstleiter vorbei an der Brücke. Er ist hier sehr beengt eingesperrt, aber hat durchaus Platz. Und jetzt haben wir wieder mal kleine Störungen. Der übliche Fahralltag. Inzwischen sehen wir auch schon auf dem Faller-Car-System das erste Fahrzeug im Einsatz. Das zeige ich jetzt auch hier mal aus der Nähe. Ist hier eine etwa 10 Meter lange Strecke, die hier aufgebaut ist, die auch hier in einer Schleife dann quasi endet, in dieser Kleinstadt. Dann sehen wir jetzt inzwischen schon fahren 2 Baureihe 217 mit 12 Knickkesselwagen, die hier im Einsatz sind. Und jetzt hat die 217er, die 2 Stück, haben jetzt eine Runde schon mal rum. Und jetzt bin ich gespannt, was als nächstes zum Einsatz kommen wird. Jetzt zeigen wir hier mal noch mal ein bisschen Landschaft. Auch hier ist ja schön alles gebaut, eine Kirche, einige Fachwerkgebäude.
Und jetzt fährt hier eine Dispo-Lok los. Inzwischen ist hier durch einiges los auf dieser schönen H0-Anlage mit den Märklin-K-Gleisen. Und das sollte doch den einen oder anderen einladen, hier mal in Furtwangen beim MECOP vorbeizuschauen und sich mal hier den Zugbetrieb anzuschauen. Jetzt fährt hier nochmal ein Epoche 6 Zug los. Der müsste jetzt auch hier wieder rauskommen. Beim ersten Video mit dem Anlagenüberblick habe ich es schon mal gezeigt. Zeige ich jetzt hier auch nochmal. Gefahren wird hier mit einer Central Station 3 von Märklin und mit einer PC-Steuerung von Rockrail, die hier auch im Aufbau ist. Das Ganze ist halt momentan noch teilweise nicht ganz perfekt programmiert, aber wird sicher im Laufe der nächsten Monate fertig. Und es macht dann sicher auch, der eine oder andere wird dann sicher Spaß haben, wenn er hier mal an einem der Mittwoche der Vereinstreffen vorbeischaut oder am Tag der offenen Tür. Und jetzt sehen wir hier auch nochmal eine Baureihe 648, die hier unterwegs ist. Ich denke, dass das jetzt ein schöner Eindruck war von dieser tollen Anlage des Modelleisenbahnclub Oberes Bregtal hier in Furtwangen in der Friedrichsschule. Und wer sich das alles mal anschauen will, kann gerne hier mal auf der Homepage des Vereins nachschauen, wann die ihre Vereinstreffen haben oder wann die den Tag der offenen Tür haben. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht hier beim Zuschauen und wünsche hier den Modellbahnfreunden des Oberen Bregtal viel Spaß bei ihren Erweiterungsbauten, bei ihrer Umbau, Erweiterung, Digitalisierung der Anlage und wünsche hier noch generell viele, viele Jahre mit viel Freude.